Hallo Welt, hier ist Brickstar Terminal Railroad und Funhole veröffentlicht gerade sehr emsig modulare Gebäude. Da ist fast schon egal, dass die beim Bricklink Designer Program nicht mehr zugelassen sind und dass Lego dieses Jahr ein irgendwie so gar nicht in die Serie passendes Fachwerkhaus auf den Markt werfen wird. Nach den zwei Gebäuden aus der Town Life Reihe, die ich euch schon vorgestellt habe, kommt heute hier das erste Gebäude aus der Street Fusion Serie. Town Life gibt ja vom Stil her eher ein älteres europäisches Städtchen wieder. Street Fusion hingegen könnte man sich sehr gut in einer amerikanischen Kleinstadt angesiedelt vorstellen. Als erstes Set in dieser Reihe ist der Skate Shop erschienen, 1573 Teile, insgesamt irgendwas um die 110 €, aber mit Rabatt auch deutlich unter 100 € zu bekommen. Wieder mal ein echtes Schnäppchen mit großartiger Beleuchtung und massig Details. Aber der Reihe nach. Das Gebäude ist insgesamt sehr stimmig, obwohl es nur 2,5 Stockwerke hat. Die Zierelemente sind sehr passend, so wie sie gewählt sind. Die Fassade finde ich wirklich top. Die vermittelt so einen kleinen renovierungsbedürftigen Eindruck und das kommt super gut rüber. Das Retrozimmer mit Back to the Future Prints ist wirklich großartig geworden und wenn wir gerade bei den Prints sind, die sind wirklich wieder erstklassig bei Funhole ausgefallen. Sie sind extrem umfangreich, teilweise sehr großflächig. Die Tür im Obergeschoss ist zum Beispiel ein Print mit dem Panel daneben, das auch bedruckt ist. Und du siehst halt keinerlei Ansatz oder irgendein Verrutschen, dass da der eine Print einen Millimeter auch nur falsch gesetzt wäre. Das sieht aus wie aus einem Guss gedruckt. Es sind auch in diesem Set wieder unglaublich viele Details drin. Ich greife mal nur ein paar raus. Natürlich ist der Laden unten komplett eingerichtet. Der drehbare Klamottenständer ist da sicherlich das Highlight. Auch das Etagenbett im ersten Stock ist super gut gelungen. Und der beleuchtete Verkaufsautomat ist natürlich top. Und das Allerbeste ist, diesmal hat man 2 Puppenhausklapptüren in das Gebäude eingebaut, damit man die vielen Details auch sieht, wenn das Gebäude zusammengesetzt ist. Das hat ja beim Antiquitätenladen noch nicht so toll geklappt. Hier hat Funhole extrem schnell mal wieder gelernt und macht es jetzt einfach besser. Die Kabelführung war vorher schon top-notch und ist auch bei diesem Gebäude wieder sehr durchdacht. Und da, wo die Kabel im Außenbereich liegen, sind sie sehr intelligent geführt, damit sie möglichst unauffällig sind. Natürlich kommen auch hier wieder Spezialsteine zum Einsatz, unter anderem die für die Stromversorgung zwischen den einzelnen Stockwerken und die lassen sich dadurch sauber trennen, leuchten aber beim Zusammenbau genauso zuverlässig. Und das System ist eigentlich unkaputtbar. Ich hatte eine von diesen Kontaktplatten tatsächlich falsch rum eingebaut und damit ist das Pluspad nicht auf den Pluspin gegangen vom oberen Stockwerk. Das hat dann halt einfach nicht geleuchtet, bis es korrigiert war. Sobald es korrigiert war, hat alles sauber funktioniert. Man kann da also eigentlich die Lichter auch bei einem Fehler im Aufbau nicht kaputt machen. Ich finde das sehr interessant, dass Funhole so irgendwie gar keine Angst vor exotischen Farben hat und vor allen Dingen auch keine Schmerzen damit, jedes auch noch so seltene Bauteil in eben diesen exotischen Farben zu produzieren. Hier an diesem Verkehrsschild mit der Ampel, das sind zum Beispiel diese Eimer 1 Round Plates, aber mit Studs auf beiden Seiten drin. Die sind in Flat Silver. Oder du hast im Obergeschoss diesen Ventilator und auch das Rotorblatt von dem Ventilator in so einem Off-White. Oder auch diese blassgrünen, gelben Fliesen im Boden oben sind schon sehr exotische Farbtöne, die aber natürlich so eine gewisse Varianz in das Ganze bringen, damit das nicht alles aussieht, wie wenn man nur irgendwie 3 Farben hätte, mit denen man baut. Was auch noch positiv hervorzuheben ist, Funhole hat es bei diesem Gebäude zum ersten Mal geschafft, den Battery Pack gut zu verstecken. Gut, das war jetzt mit dem Skatepark auch nicht so total schwierig. Ich hätte mir tatsächlich noch gewünscht, dass man dann das Gebäude selbst noch weiter nach hinten ans Ende der Plate zieht, damit so diese kleine Dreckecke da hinten auch noch verschwindet. Aber wir sind hier definitiv auf einem guten Weg. Auf keinem guten Weg sind wir hingegen beim 16er Grid, an den sich Funhole auch bei diesem Gebäude wieder nicht hält. Die Grundplatte ist 26 Noppen breit, dabei wird 32 mit einem minimal größeren Skatepark
überhaupt kein Problem gewesen. Ich verstehe nicht, warum man sich da nicht an diese bekannte 16er Breite halten kann. Gibt auch noch so ein paar andere kleinere, unschöne Sachen. So sind beispielsweise auf den runden Teilen die Prints verdreht. Eigentlich sollte zum Beispiel dieser Gullydeckel vor dem Gebäude im 45-Grad-Winkel zum Gebäude sein. Das geht aber nicht, weil der Print entsprechend falsch gesetzt ist. Und auch der Print auf diesem Stoppschild ist falsch. Man kann es, so wie es in der Anleitung vorgesehen ist, eigentlich nicht einbauen. Beim Efeu ist ein bisschen die Farbseuche ausgebrochen. Da hat man irgendwie jedes Teil tatsächlich in einer anderen Farbe produziert. Weiß nicht, ob das unbedingt sein müsste. Und natürlich hat auch dieses Gebäude wieder 3 Orang-Utans dabei, die Funhole komischerweise Minifiguren nennt. Die Shirts am Klamottenständer haben natürlich genau die gleiche schreckliche Optik, wobei ein bisschen besser ist es, weil die zumindest keine Hände haben. Das sind aber alles eigentlich nur Kleinigkeiten. Man bekommt mit dem Skatepark ein wirklich sehr schönes erstes modulares Gebäude in der Street Fusion Serie mit einer wirklich großartigen Beleuchtung, mit absolut grandiosen Drucken und mit unglaublich vielen Details. Der Bau macht wahnsinnig viel Spaß und das Gebäude selbst am Ende ist ein echter Hingucker und wir können uns freuen auf weitere Gebäude aus der Street Fusion Serie. Der Music Store ist ja schon mehr oder weniger angekündigt und ein Boxclub kommt, glaube ich, auch, wenn ich das Verkehrsschild richtig deute. Ich auf jeden Fall freue mich auf weitere viele tolle Gebäude in dieser Serie.